Wir heißen euch herzlich willkommen bei unserem Webinar zum Thema Joint Development als Entwicklungsbooster. Und ich bin Business Development Manager von Lemberg Solutions, ansässig in Hamburg. Und Lou ist unser CTO, Chief Technical Officer, der im Hauptbüro in Lviv, Lemberg in der Ukraine ansässig ist. Und wir starten, die Präsentation wird in 2 Teile unterteilt. Das heißt, ich werde zuerst auf Deutsch über Joint Development generell und auch über Beispiele davon berichten, und später würde Lou dann einfach mit einem Part auf Englisch mit dazu steigen. Ihr könnt sehr gerne Fragen stellen in den Chat. Wir werden die später alle durchgehen. Und es wäre sehr schön, wenn wir halt eine Kommunikation mit euch auch hättet. Das heißt, fragt alles, was euch interessiert. Wir gehen darauf ein. So, ich fange dann schon mal an mit unserer Präsentation. Ich hoffe, man sieht sie auch. Das heißt, das Thema unserer heutigen Konferenz ist Joint Development als Entwicklungsbooster. Und ich habe uns beide schon bereits vorgestellt, steige dann in eine ganz kleine Präsentation, was überhaupt Lemberg Solutions ist. Lemberg Solutions ist ein ukrainisches Software- und Hardware-IT-Unternehmen mit Hauptbüro in Lviv, Ukraine. Und wir arbeiten sowohl mit Startups als auch mit größeren Unternehmen, mit KMU und Corporates. Die Firma hat mittlerweile 140 Mitarbeiter, ist seit 2007 am Markt. Und wir arbeiten viel mit deutschen Unternehmen. Es ist im Grunde genommen 50% unserer Kunden. Die Firma ist in 3 Bereichen tätig: Digital Services, IoT und KI und Data Science. Um in unser heutiges Thema einzusteigen, wir wollten darüber berichten, welche Vorteile überhaupt die Zusammenarbeit mit einem Entwicklungspartner hat. Worauf soll man achten, wenn man mit einem Entwicklungspartner sich aussucht, und was wir als solche Entwicklungspartner manchmal an Schwierigkeiten haben, was würden wir gerne von dem Kunden erwarten, sodass das Projekt relativ einfach und smooth voranschreitet. Das heißt, die Hauptvorteile sind, dass wenn ihr einen Entwicklungspartner habt, könnt ihr natürlich sehr schnell expandieren und skalieren. Das heißt, ihr könnt dann die Zeit für die Einstellung der Mitarbeiter sparen, weil das verkürzt sich dadurch, dass man einfach einen Entwicklungspartner hat, der die Ressourcen einfach da hat. Und oft ist es auch so, dass man verschiedene Iterationen bei einer Projektentwicklung hat. Manchmal benötigt man zum Beispiel 8 Entwickler, manchmal benötigt man für eine gewisse Iteration vielleicht 2, 3 Entwickler, weil nur Frontend entwickelt wird. Und in diesem Fall ist das natürlich praktischer, wenn man einen Entwicklungspartner hat, der die Ressourcen auch umdisponieren kann. Weil wenn ihr die Leute in Anstellung habt, könnt ihr die schlecht entlassen. Das heißt, die müssen dann mit irgendwas anderem beschäftigt werden. Und es ist auch so, dass wenn man jetzt ein POC oder ein MVP recht schnell auf den Markt bringen möchte, dann ist ein Entwicklungspartner natürlich auch sehr, sehr gut, weil man kann Time-to-market drastisch reduzieren mit ihm. Worauf sollte man achten, wenn man so einen Entwicklungspartner sich aussucht? Das ist definitiv Expertise, ist sehr wichtig, dass derjenige dann Erfahrung in dem Bereich, wo ihr ein Projekt realisiert hat, dass er vielleicht in gewissen professionellen Netzwerken tätig ist. Man kann eigentlich gut über solche Netzwerke wie D-Hub hatte auch 12 andere Hubs noch unter sich, kann sich dann einen professionellen Partner aussuchen, weil oft kann man da auch Feedback einholen, einfach bei so einem D-Hub, unabhängig irgendwie, was man von der Firma hält. Wichtig ist auch die Skalierbarkeit und Flexibilität von Kooperationsmodellen, so dass man die Ressourcen, das heißt die Anzahl der Entwickler, recht schnell skalieren kann und dass man auch von einem Kooperationsmodell in ein anderes Kooperationsmodell umsteigen kann, zum Beispiel von einem
projektbasierten Modell in ein Support- und Level-Agreement als Beispiel. Dann ist Qualität klar ganz wichtig, ob die Ingenieure qualifiziert genug sind für die Aufgaben, die man mit denen vorhat. Explizite Vertragsvorlagen sind wichtig, das heißt, ob man NDA unterschreibt, ob die IP geschützt ist und solche Sachen. Dann Datensicherheit, ganz klar, dass ob die Firma jetzt zum Beispiel nach ISO 27001, das ist Datensicherheit, zertifiziert ist. Eine gute und schnelle Kommunikation ist oft das A und O, wenn man jetzt einen Entwicklungspartner aussucht. Und auch wichtig sind die Riskmanagement-Prozesse, inwieweit die etabliert sind, was passiert, wenn zum Beispiel irgendwie ein Entwickler krank wird, wie schnell kann er ersetzt werden durch einen anderen Entwickler, um die Deadlines nicht zu gefährden. Und gut ist natürlich, wenn so ein Entwicklungspartner möglichst End-to-End-Entwicklung macht. Das heißt, wenn er zum Beispiel sowohl Backend als auch Frontend als auch Mobile-Entwickler in-house hat und eigentlich die komplette Bandbreite abdecken kann. Worauf soll man achten, wenn man Joint Development Projekte realisiert? Das heißt, wenn ihr Geld sparen wollt, wenn ihr nicht genug Budget habt, dann ist sehr wichtig, eine klare Dokumentation zu haben, wenn man zu so einem Entwicklungspartner geht. Das heißt, man sollte möglichst viel Zeit vorher in Design und Planung investieren, sodass die Spezifikationen klar sind, dass die Wirecards, die Designvorlagen da sind und dass man dadurch ein möglichst detailliertes Estimate machen kann. Was wird entwickelt? Das heißt, diese Frage sollte möglichst einfach zu beantwortet sein, sodass dass jeder weiß, was wir gerade entwickeln wollen sollen. Dann wichtig wäre, dass ihr 1 bis 3 Kerneigenschaften identifiziert, die das Produkt definieren sollten. Und besonders wenn ihr nicht genug Funding habt, sollte man halt in diese Kerneigenschaften am besten von Anfang an investieren, sodass man zumindest die dann fertig hat und irgendwas den weiteren Investoren vorweisen kann. Und am besten, wenn jetzt bereits Development-Start losgegangen ist, sollte man eigentlich keine neuen Features hinzufügen, weil das bringt das Ganze durcheinander und in der Regel sind diese neuen Features nicht so wichtig, sodass man die ganze Planung auf den Kopf stellt. Wenn ihr Zeit sparen wollt, dann ist wichtig, dass man die wesentlichen Eigenschaften priorisiert von dem Produkt. Und dass man auch an der Planung mit dem Entwicklungspartner teilnimmt. Nicht so, dass man sagt, okay, macht jetzt irgendwas für mich und ich bin jetzt nicht bei den Meetings dabei und interessiere mich nicht, aber später sind solche Kunden halt oft unzufrieden, weil die wissen nicht, irgendwie, wie überhaupt die Arbeit vorankommt, welche Schwierigkeiten eventuell entstehen und das heißt, Kommunikation ist auf jeden Fall Schlüssel zum Erfolg, sodass man im Projekt involviert ist als Kunde und weiß auch, was der Entwicklungspartner macht und wie der Fortschritt der Arbeit ist. Und das habe ich bereits gesagt, aber man sollte denken, dass man die Umfangsänderungen immer, das ist, wenn man irgendwas ändert an dem Umfang der Arbeit, dass das immer die Planung des Engagements der Ingenieure beeinflusst. Deswegen sollte man das am besten nicht tun. Hier ist halt so ein vielleicht witziges Bermuda-Dreieck, aber der ist eigentlich, der kommt oft vor und ich wollte das gerne hier darstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel knapp bei der Zeit seid, das heißt, ihr habt nicht genug Zeit oder ihr wollt sehr schnell das Produkt auf den Markt bringen, dann müsstet ihr natürlich über mehr Geld verfügen. Das heißt, das Budget müsste größer sein, weil ihr vielleicht dann deutlich mehr Ingenieure gleichzeitig beschäftigen müsst. Oder sonst die Anforderungen müssten gekürzt werden. Wenn ihr dann knapp bei Budget seid, dann müsst ihr mehr Zeit einplanen, so dass ihr sagt, okay, wir haben nicht genug Geld, aber wir wollen das Produkt, dann muss man damit rechnen, dass man länger dafür benötigt, damit das Produkt auf den Markt kommt. Oder man muss natürlich die Anforderungen auch kürzen in so einem Fall. Und wenn man jetzt große und hohe Anforderungen hat, dann muss man mit mehr Zeit und mehr Budget planen, sodass die alle realisiert werden können. Welche Pains wir als Entwicklungspartner oft haben, ist, dass
Dass der Arbeitsumfang unklar ist, dass wir nicht wissen, was entwickelt werden soll, das beeinflusst natürlich bei uns die Zeitplanung und die Personalressourcenplanung. Dann, wenn der Tech-Stack unbekannt ist, das heißt, es ist nicht klar, mit welchem Tech-Stack wir das Projekt realisieren sollen. Wir können hier auch helfen, das heißt, wir haben solche Sachen wie Discovery-Phasen zum Beispiel, das haben auch andere größere Firmen, sodass wir dem Kunden auch helfen können, welche Tech-Stack für den Kunden am besten wäre. Aber wenn wir die Discovery-Phase auslassen, dann muss oder sollte der Tech-Stack von dem Kunden kommen, dass er uns das vorgibt. Dann die häufigen Änderungen des Arbeitsumfangs, das ist für uns halt auch ein ziemlicher Pain, weil das hat Einfluss auf Zeitplanung und Personal. Und plötzliche Änderungen des Deadlines, das ist natürlich für uns auch eine große Schwierigkeit. Dann haben wir oft solche Sachen, dass der Kunde sagt zum Beispiel sowas, dass bitte fügt einfach 2, 3 Ingenieure und wir kommen dann rechtzeitig zum Deadline. Das heißt, wenn da irgendwelche Schwierigkeiten auf dem Weg gewesen sind. Und das ist im Grunde genommen ein großer Timeline-Killer, weil man muss diese Ingenieure auf der späten Phase in das Projekt integrieren und das ist recht komplex. In der Regel kostet das noch mehr Zeit, als wenn man jetzt mit dem bestehenden Team das Projekt zu Ende führt. Dann dann noch ein Pain ist natürlich, wenn der Kunde nicht zahlt oder wenn Zahlungsverzögerungen sind. Das hat Einfluss auf das Engagement des Teams und der Entwickler. Welche Kooperationsmodelle es gibt, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt. Das heißt, es gibt projektbasierte Modelle. Das ist eigentlich so, dass 80% wahrscheinlich von den Projekten, die wir realisieren, dass der Kunde kommt und sagt, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel ein Prototyp auf den Markt bringen und wir wollen, dass ihr für uns Hardware und Software macht. Dann machen wir ein Estimate und je nachdem, wie detailliert die Anfrage ist, kann man das entweder zu einem Fixpreis machen oder wenn der Kunde noch nicht weiß, wie das endgültige Produkt aussehen soll, dann machen wir das auf Time and Material Base, dass wir dann das Produkt in verschiedenen Iterationen entwickeln und nur die Iterationen nacheinander dann estimaten. Dann gibt es eine Möglichkeit von einem gemischten Team, das der Kunde hat, zum Beispiel Entwickler, aber er benötigt nur einen Frontend-Entwickler oder nur einen Embedded-Ingenieur, weil die fehlen ihm aber nur für einen bestimmten Zeitraum. Dann kann er solche dedicated Entwickler bei einem Entwicklungspartner zur Verfügung gestellt bekommen und das heißt, die bestücken sozusagen sein bestehendes Team. Dann gibt es Research and Development Modelle, das heißt, dass man tatsächlich an einem Research and Development Projekt arbeitet und das heißt, dass irgendwas ganz Neues versucht zu erforschen. Dann gibt es Service Level Agreements und On-Demand Maintenance. Das ist schon für fertige Projekte, die man entwickelt hat. Man kann die dann später unterstützen, entweder mit einem Vertrag, dass man eine bestimmte Anzahl der Stunden im Monat kauft und der Entwicklungspartner dann für diese Anzahl der Stunden zur Verfügung immer steht, oder man macht das On-Demand, das heißt bei Bedarf. Dann gibt es die Discovery-Phasen, dass man, wenn der Kunde noch nicht im Klaren ist, welche Projekte er eigentlich das heißt, wenn er noch nicht im Klaren ist, welchen Tech-Stack er zum Beispiel beim Projekt nutzen möchte oder noch nicht klar ist, welche Features er alle im Produkt hinzufügen möchte, dann kann man so eine Discovery-Phase machen und wir beraten dann unabhängig irgendwie, was aus unserer Erfahrung richtig wäre und was könnte man machen. Dann gibt es zum Beispiel bei Lemberg, könnte sein, dass es vielleicht bei anderen Unternehmen auch jetzt mittlerweile kommt, gibt es solche Sachen wie AI Quick Start Workshop, das ist extra für KI-Projekte gedacht, dass wenn man jetzt irgendwie Daten hat und bewerten möchte, wie gut diese Daten sind und was man überhaupt mit diesen Daten machen kann. Was würden einem die Datennutzung und Realisierung eines KI-Projektes bringen? Was würde so ein KI-Projekt kosten? Da kann man so einen AI Quick Start Workshop machen und die Antworten auf diese Fragen bekommen. Jetzt gehe ich zu einem Beispiel von einem Joint Development, was wir für die Firma German Auto Labs aus Berlin gemacht haben. In dem Fall ist das eigentlich als gemischtes Team gelaufen, die Zusammenarbeit. Und
Die Firma German Auto Labs, die wurde 2016 gegründet. Und das Produkt, an dem wir zusammengearbeitet haben, ist ein digitaler Sprachassistent Chris. Der wurde dann auf IFA in Berlin 2018 vorgestellt. Und mittlerweile arbeitet die Firma mit Volkswagen Commercial Vehicles und DHL. Und deren Sprachassistenten werden eigentlich für die Fahrer genutzt, sodass die Routenplanung damit planen und dass sie jetzt vermeiden, dass sie irgendwie was eintippen müssen, sondern das wird alles per Sprache gemacht. Und im Jahr 2021 wurde German Auto Labs sogar zu einem von deutschen Top-AI-Startups ausgewählt von Handelsblatt. Das heißt, wir hatten an dem Projekt 2 Jahre gearbeitet. Die Teamgröße von Lemberg, bestand aus 5 Leuten. Es waren Mobile-Entwickler, Backend-Developer, DevOps und Projektmanager. Und wir hatten damals die Kapazität des Entwicklungsteams von German Auto Labs um 100% erhöht und die Lieferzeit um 35% verkürzt. Das heißt, German Auto Labs die hatten sich damals für gemischtes Team entschieden, weil die das Produkt unbedingt auf IFA vorstellen wollten und schafften das nicht mit eigenen Ressourcen. Deswegen haben die das mit unseren Entwicklern erweitert, damit die halt die Deadlines für IFA schaffen. Und rechts seht ihr halt die Technologien, die wir im Projekt genutzt haben. Das war Swift, Kotlin. Es war eigentlich viel embedded untereinander und dann auch Mobile und Backend Development. Auch Cloud-Entwicklung. Dann rechts seht ihr Herausforderungen, die im Projekt waren. Das heißt, wir hatten gewisse Herausforderungen mit der Bluetooth-Verbindung, mit der Integration von ICR und TTS-Bibliotheken von Drittanbietern, aber hatten dann erfolgreich die Herausforderungen gelöst. Das heißt, Chris ist ja eigentlich, das Projekt ist über Kickstarter oder hat sein Funding über Kickstarter damals geholt und war eines der erfolgreichen deutschen IoT-Startups, die Geld über Kickstarter gesammelt haben. Hier sieht man noch, in welchen Bereichen wir gemischtes Team gebildet haben. Das ist, wie gesagt, iOS und Android, App Development, Backend Development, Cloud, Service Level Agreement und Projektmanagement. Das ist ja so damals gelaufen, dass unsere Entwickler hatten so ein Onboarding in Berlin für 2 Wochen gemacht. Die sind tatsächlich nach Berlin geflogen und haben sich dann mit dem Team vor Ort integriert. Und später, wenn die dann zurück in Lemberg waren, dann gab es die Zusammenarbeit lief ganz normal nach Scrum mit Daily Stand-Ups, Sprint und Retros. Das heißt, German Auto Labs, die hatten uns die Hardware-Prototypen nach Lemberg geschickt, damit wir den Code vor Ort testen könnten. Und das ist eigentlich ganz erfolgreich so gelaufen. Später, nach einem Jahr, hatten wir die Zusammenarbeit in ein Support-Level-Agreement verändert und hatten das Produkt unterstützt danach. Das heißt, hier sieht man halt, wie so gemischte Teams aussehen. Links ist das, was an der Seite von German Auto Labs war, welche Entwickler auf deren Seite waren, welche Entwickler auf unserer Seite waren, und die Teams haben sich einfach ergänzt zu einem gemischten Team. Und wie gesagt, die Zusammenarbeit ist agil gelaufen. Das heißt, wir haben von einem Product Backlog gearbeitet es gab einen Product Owner auf der Seite von German Auto Labs und einen Projektmanager auf der Seite von Lemberg, und das ist über einen Product Backlog gelaufen. So, jetzt glaube ich, möchte mein Kollege Lou übernehmen und euch ein Beispiel von Joint Development projektbasiert erzählen. Ich übergebe dann an ihn. Lou, möchtest du die Präsentation? Okay. So I will start in English, my part. Ihr könnt gerne in der Zwischenzeit Fragen stellen, wenn jetzt in der Zwischenzeit Fragen sind zu dem, was ich bereits erzählt habe, könnt ihr das gerne schreiben in den Chat. Yeah, so I will share also another sample about joint development for CPT project. So CarePass is a telemedicine platform to monitor symptom-specific data
and after that to share this data with the doctor. So the doctor can provide a feedback regarding what potentially happened with the patient. So this device had to be located somewhere at patient's home, and during the day it will record only diagnosis useful data. So only what is important for the doctor. How everything started. So originally the customer was looking for engaging a team that would cover development of non-core part, because they decided to focus specifically on artificial intelligence of audio analysis, specifically of analysis of the cough, and other operations they wanted to outsource to external service provider. So for them, it was important to look for a company that would provide good possibilities of development. They wanted to have all these activities completely covered, and Lemberg initially participated in system design. We had to provide our comments regarding the approach. We also collected additional information about how the product should be operating. So it was our initial communication when the customer wanted to see how we would cover this initial product design part. We started from development of data collection tool, and it was important for them to have the staffing to be very flexible, because they didn't want to participate in recruitment, to select what people had to be engaged at what period of time, etc. For Lemberg, it was important to have this product obviously in a portfolio. So we started initially with a roadmap. So the customer shared with us what they wanted to do, and this is actually a very rare thing to be shared, the roadmap, so we can understand what would be the plan, at least for the next amount of time, like for 2 or 3 years. For Lemberg, this is very important to understand what would be the engineering expectations and what would be the timeline. Very accurate information is very helpful to understand how we have to engage and to free resources. The customer had previous experience in product design and development, and he already learned his lessons from previous projects that this part is important to have. And also this is useful for investors to understand that the customer knows what should be the sequence of actions to reach the goal. And for us, it is very understandable which people we have to provide. This roadmap is turned into another slide where we can understand what would be the expectations. So to summarize, in majority of projects, there would be only maybe two engineering teams that are mostly very highly engaged. Other teams would be not engaged full time. So for example, here, UI UX part were not engaged full time, only usually at start of some feature development, and after that to make a review of what was implemented, whether it is usable or not. Mobile engineers were required only at a specific moment of time when we had to provide these mobile applications, and also hardware developers were needed only at the beginning when we had to prepare the hardware that would collect the data, and to prepare some kind of very basic prototypes to distribute among beta testers, so they can help us collect the audio sound of cough. And a quality assurance team was also always engaged into the process, because they had to help with
requirements writing, also to work on acceptance criteria and what behavior of the application is supposed to be correct and which is not. All this is very related to scaling up and down the engineering team, because at certain moment of time, potentially we may need to scale up like mobile team to 2 or 3 people. Sometimes it is required to scale up cloud or front-end teams to a bigger amount of engineers on a short period of time, just to cover everything very quickly. Here I will share some potential cooperation models. So the most simple part, when the customer has a project manager or engineer or a technical leader, and there is a help is required. So these people assign part of the work on engineers of Lemberg, and the management of engagement of these engineers is done directly by the customer. Also, the customer is responsible for planning of every tasks, for planning of a sprint. The allocation of engineering resources is still done on the level of a project manager who communicates this to account manager. There could be another way when we have on a customer side a team mostly of project managers or product manager, and they have prepared a scope what should be implemented, and mostly the scope is transferred to Lemberg. And a project manager on Lemberg side would estimate everything and would assign the scope to different teams who would be responsible to different part of the system. For example, a mobile part, backend part, some hardware part. So a project manager on Lemberg side would be responsible for timing, to meet the deadline, to find the engineers, to make this request to the internal resource provider. And we have another model when there are a couple of teams on customer side that may have some engineering needs. And also there could be respective teams on Lemberg side that can actually help with development of needs of respective teams. There could be use cases when customer gives product ownership to our team. For example, there could be a couple of mobile applications, and Lemberg is responsible for development of them. And in this case, we would have some rights to manage people on customer side. In this case, project manager of customer should be speaking to account manager or a project manager on Lemberg side, and to share all the expectations regarding who is required and who is not at what period of time. Regarding the scope, on this project, initially was shared what should be an MVP, and this MVP big scope was divided into small scopes with a priority by Lemberg side. And after that, we also provided what would be the time efforts to be in time with scope 1, scope 2, or scope 3. And project manager or product manager on customer side had to decide what is important, what would be the mandatory features that should be in a product, what could be maybe postponed to another sprint. All this part is responsibility of a customer. Here I would share the usual Scrum flow. I need to say that Scrum is very often declared that it will exist on a project. Very often this is some variation of a Scrum, because you may have kind of a season when you have a rush. After that, you have a very normal speed development. After that, you have another kind of rush. And this is always very dependable on meeting with investors, with potential customers. There might be some conferences or exhibitions. There might be some certification, or there might be a marketing campaign. So from time to time,
you need to fit within these deadlines. And to understand whether you fit these deadlines or not, you need to have the estimates, you need to have this backlog, you need to have a feedback from a team, whether we could be in time, whether this is too complex or not. From our experience, it was not always the rule that you need to be specifically on this date. We provided a feedback whether it is possible or not, or what could be the circumstances, whether it is possible to ignore some requirements, specifically to be on a date. To answer these questions, customers should know the context. How we had the teams to be informed and to be on the same page. So on Lemberg's side, PM keeps the team updated regarding the deadlines, the scope, the customer priorities, what would be the short-term and long-term goals. Also, we share the team of a customer regarding our development status, whether we have some risks regarding the staffing, regarding the future development, whether potentially maybe there are some issues with the team of beta testers who provide some feedback. So this is part of information that is shared with the customer and with us. On CarePass part, it was important to understand what would be potential change of the scope. Are we still planning to meet the deadlines? To explain what happens, why some decisions are made. Take a feedback from Lemberg team whether something is possible to implement. Share the feedback for final customers or from investors. What would be the next steps in the next one or 2 months, and what customers are happy about and what they are not happy at all. So how to align in-house and external teams communication here also is a very big part. So you need to participate in planning, in retrospectives, in dailies, to have a weekly meeting to explain what are the updates on their side, so the team at Lemberg understands what they should work on, what is important, what is not. Always share the truth regarding whether it is possible something to do or not to share, I don't know, some fake deadlines. So this is very important to keep the speed of development in a proper way. Security and certification. So it was a healthcare product of class 1. This product doesn't provide some very special requirements because these classes are designed in a way whether the product may provide some injury or kill the patient. So this one is the most simple one. This is just a microphone. So the quality system could be organized specifically on customer side, and customer can provide the requirements and the acceptance criteria that should meet the product. So in our case, it was the most simple one. It was class 1, and we did the setup of all the security procedures. There was another one requirement that had to be covered regarding GDPR. We had to be very careful about the private data. So the data had to be pushed to the cloud in an anonymous way. So it would be a little bit hard to identify who is the owner of this data. And if to speak how everything was designed, we also were engaging a third-party provider of security solution who helped us to identify vulnerabilities which exist in a product. After that, to introduce some plan how these vulnerabilities could be covered, and together with the company, we designed the approach, and we provided confirmation regarding whether all is good and what should be corrected. There is always
like a desire to add something new into the product, and it could be a very simple change or very simple feature update. But if you have such updates of 100 items, you may have a delay of 1 month or 2 in your development, and product managers and project managers should be very careful about this. Because if the system is simple, a small change may be not be so severe regarding the impact on different parts of the system. But if the system is complex, you also need to take into account relations between different parts. For example, a small change in text for a chatbot could be a little big, a big change to test the product and to confirm that we don't have like any big impact. To change the text on a UI is a very simple change, and that should be distinguished by a project manager or product manager who should be very aware regarding the impacts that could be done. So to avoid this feature creep, you need to understand that these features, they are really important, and these small changes potentially don't introduce any real improvement and could be postponed, and you don't have, I don't know, to ignore initially planned deadlines. Regarding the architecture on this product, we had around 5 architecture updates, and these updates were related to analysis of product use. There were changes of data processing approach, of algorithms, of scope in general, and also of invoices that cloud provider was sending to us. So everything had to be taken into account to produce a product that could effectively process the data, provide a feedback, and still it should be cost effective in terms of power use on Azure side. So here you can see how this product looks like. So this is mostly the microphone, which is placed somewhere in a house of a patient, collects the audio, only collects the audio that is a cough or something around a cough, and after that sends to the doctor, and doctor provide a feedback to the customer. Yeah, so this is my part. Ola, you are muted. Danke an alle, die uns zugehört haben. Dann sind wir fertig mit unserer Präsentation. Einige haben schon den Raum verlassen, weil die wahrscheinlich zu den anderen Sessions bereits geswitcht sind. In jedem Fall herzlichen Dank, und falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir sind dann bei Click und Connect noch drin und sonst bei LinkedIn zu finden, oder unsere Kontakt ist am besten wären eigentlich LinkedIn. Gut, dann vielen Dank und tschüss. Schönen Tag noch und viel Spaß noch bei Click und Connect.